Khaby Lame, der erfolgreichste TikToker der Welt, ist aus den USA ausgewiesen worden. Mal wieder ein Beispiel dafür, wie brutal und ungerecht die Trump-Regierung hier mit Europäern umgeht. Dieser interessanten Frage will ich einmal in diesem Video nachgehen. Ja, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir helfen seit 2008 Mandanten, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in die USA umziehen möchten, dort ein Unternehmen gründen wollen, mit ihrem bestehenden Unternehmen in die USA expandieren wollen. Ich bin selbst 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Wenn auch du zum Thema US-Steuern, Recht, Visa und so weiter Beratung benötigst, dann würde ich mich freuen, wenn du dich an uns wendest. Wir machen auch immer wieder Events und Reisen nach Texas, wo ich dir dann die USA zeige, wo wir ein Seminar veranstalten für all jene, die hier als Unternehmer in die USA auswandern wollen. Alle weiteren Details in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Khaby Lame, der erfolgreichste TikToker der Welt, er ist ja sehr bekannt geworden hier während der Corona-Pandemie, ist in den USA verhaftet worden und des Landes verwiesen worden. Da gibt es ein paar interessante Details, aber darauf kommt es so ungefähr hinaus. Ich kenne den Fall nicht persönlich, ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich kenne keine Insider-Details. Das heißt, ich schilder dir das Ganze auch nur hier basierend auf dem, was ich aus den Medien so mitgenommen habe. Ich habe ja schon einige Videos gemacht, wo ich solche angeblichen Deportationen und die angebliche Grausamkeit der Trump-Regierung dabei hier dokumentiert oder sagen wir mal aufgeklärt habe, und das möchte ich auch in diesem Fall tun. Schauen wir uns erstmal an, was hier die Ausgangssituation ist. Dazu teile ich mein Screen und zeige dir einen Zeitungsartikel der britischen Zeitung The Guardian. Hier sehen wir den Artikel des Guardian vom 11. Juni 2025. Khaby Lame, also er ist Italiener und auch Senegalese, 162 Millionen Follower, wurde wohl hier in den USA festgesetzt, detained by immigration agents, allegedly overstaying his visa. Was das bedeutet, das sehen wir dann gleich nochmal. Und natürlich hier wird gleich wieder erwähnt, der schlimme Crackdown. Also wie hier Donald Trump angeblich grausam gegen unschuldige Touristen aus Europa vorgeht. Also er war wohl am 30. April in den USA angekommen und wurde jetzt hier im Flughafen von Las Vegas durch die Behörden festgesetzt. Hier wird dann noch auf das Visa-Waiver-Programm hingewiesen. Das kennst du ja auch, ESTA. Wie die Deutschen können auch die Italiener hier 90 Tage in den USA sein ohne Visum. Wie gesagt, am 30. April kam er an. Mehr Kommentare gibt es nicht. Noch ein wichtiges Detail. He had been granted voluntary departure. Das heißt, er hat also freiwillig das Land verlassen. Er wurde nicht deportiert. Das ist wichtig. Warum? Das erkläre ich dir gleich. Also, wie gesagt, genauere Hintergründe kenne ich natürlich auch nicht, aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, was hier passiert ist. Ich kenne selbst aus der Beratungspraxis ähnliche Fälle, wo Mandanten genau das Gleiche passiert ist. Daher kann ich das, glaube ich, ganz gut rekonstruieren für dich. Ich habe ja schon vielfach hier auf meinen Videos gesagt, dass man hinsichtlich der Einwanderung in den USA 3 Punkte unbedingt beachten muss. Erstens, halte dich an die gesetzlichen Vorschriften. Zweitens, lüge nicht. Drittens, benutze deinen Verstand. Ja, diese 3 Regeln musst du unbedingt beachten. Wenn du diese 3 Regeln beachtest, kann ich dir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zusichern, dass du kein Problem bei der Einreise in den USA haben wirst. Missachtest du eine oder mehrere dieser Regeln, dann kann es knallen. Bei den Personen, über die ich in früheren gleichartigen Videos wie diesem hier berichtet habe, diese Personen haben sich in der Regel an 2 oder 3 Regeln nicht gehalten. Aber gute Nachrichten für Khaby Lame. Soweit ich es sehen kann, hat er nur eine Regel missachtet und somit wird er auch in Zukunft relativ problemlos in den USA einreisen können. Wie gesagt, das ist meine Spekulation. Versuchen wir jetzt mal zu rekonstruieren, was passiert ist, basierend auf den Informationen, die uns vorliegen. Also, am 30. April 2025 ist Khaby Lame mit Visa Waiver in den USA angekommen. Wie gesagt, er ist Italiener.
Er kann dann 90 Tage in den USA bleiben. Ich gehe davon aus, dass er dann in den USA als Influencer gearbeitet hat, dass er zum Beispiel hier Kunden getroffen hat, dass er vielleicht Fotoshootings gemacht hat, dass er Promotions gemacht hat. Diese Dinge darf er nicht auf dem Visa Waiver machen. Das habe ich schon mehrfach erklärt. Mit ESTA ist das nicht möglich, wenn du als Influencer in den USA tätig sein willst, wenn du Fotoshootings machst etc. pp. Promotions für deine Kunden, brauchst du ein Visum für die USA. Ja, also damit hat er, vermute ich, die erste Regel, die ich aufgestellt habe, nicht eingehalten. Er hat sich nicht an die gesetzlichen Rahmenbedingungen gehalten. Er hat hier mit dem Visa Waiver etwas getan, was er hätte nicht tun dürfen. Ich habe in verschiedenen anderen Medienberichten gesehen, dass er wohl dann hier verpfiffen worden ist. Das heißt, irgendjemand, vielleicht ein anderer neidischer Influencer, vielleicht auch irgendein republikanischer Radikaler hat ihn dann vermutlich bei den Behörden verpfiffen. Ich gehe dann davon aus, dass er von Las Vegas aus irgendwo anders hinfliegen wollte in den USA und dabei dann von den Behörden festgesetzt wurde, weil er eben entsprechend gesucht wurde. So, nun hat er zwei Möglichkeiten, wenn sowas passiert, und das Gleiche würde auch für dich gelten. Also mal angenommen, du wirst von den Behörden hier bei der Immigration in den USA festgehalten und dir werden Vorwürfe gemacht. Ich gehe davon aus, dass ihm vorgeworfen wurde, dass er hier entsprechend gegen die Regeln des ESTA-Programms, gegen die Regeln des Visa-Waiver-Programms verstoßen hat. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten und damit kommen wir zu den zwei weiteren Grundregeln, nämlich nicht lügen und zweitens den gesunden Menschenverstand benutzen. Also, ich gehe davon aus, dass er das genau getan hat. Ich gehe davon aus, dass er nicht gelogen hat. Ich gehe davon aus, dass er seinen gesunden Menschenverstand benutzt hat und gesagt hat, okay, ihr habt recht, ich habe nicht gewusst, dass ich für diese Tätigkeiten ein Visum in den USA brauche. Fair enough. Ich werde das Land verlassen, ich werde mir ein Visum besorgen und dann komme ich zurück. Das ist tatsächlich möglich und in gewisser Weise den Behörden auch die liebste Lösung. Tatsächlich ist das Gleiche schon einigen unserer Mandanten auch passiert, und zwar schon lange vor Trump, noch während der Amtszeit Bidens und sogar auch Obamas. Viele wissen übrigens gar nicht, dass ja Biden letztlich, besonders im letzten Jahr seiner Amtsperiode, hier viel mehr Leute abgeschoben hat als Trump bisher. Ja, also das muss man hier nur mal sagen. Also, ich gehe davon aus, Khaby Lame hat gesagt, ja, ich habe mich getäuscht, ich habe einen Fehler gemacht. Er ist dann freiwillig zurückgeflogen nach Italien. So, damit hat er nun die Wahrheit gesagt, damit hat er nun nicht gelogen. Das heißt, er hat jetzt keine 10-jährige automatische Sperre. Normalerweise, wenn du lügst, wenn du dich hier reinreitest in den Mist, dann bist du mindestens für 10 Jahre des Landes verwiesen. Du darfst nicht mehr in die USA zurückreisen, vielleicht sogar lebenslänglich. Er hat hier die Wahrheit gesagt. Er kann nun nie wieder mit ESTA einreisen. Das war es, also für den Rest seines Lebens kein Visa-Waiver mehr. Er darf sich aber nun zu Hause in Italien ein Visum besorgen, ein Visum, das ihm eben ermöglicht, als Influencer in den USA zu arbeiten. Und dann darf er sofort mit diesem Visum zurückkehren. Also das wird natürlich trotzdem mehrere Wochen und Monate dauern. Selbstverständlich, da braucht man in der Regel einen Anwalt dafür, aber er hat kein Landesverbot. Ich möchte mal zurückkommen zu dem Artikel des Guardian. Hier steht drin als Begründung der Behörden, he overstayed the terms of the visa. Nun, diese Formulierung ist nun seltsam, denn erstens hat er ja kein Visum. Wenn wir einmal hier der Logik folgen, die ich hier dargelegt habe, er war ja mit Visa Waiver im Land. Und außerdem hat er nicht overstayed. Ja, das heißt, er ist ja nicht zu lange in den USA geblieben. Er ist ja erst am 30. April angekommen und kann ja normalerweise 90 Tage dort bleiben. Man muss das in diesem Kontext sehen. Diese Formulierung wird oft von amerikanischen Behörden verwendet als allgemeine Formulierung, um einfach zu zeigen, dass er hier gegen die Bedingungen seines Aufenthaltstitels verstoßen hat. Das würde ich jetzt nicht anderweitig interpretieren. Ich denke, dass daher diese Formulierung rührt. Also, was ist unser Fazit? Nun, Khaby Lame hat einen Fehler gemacht. Er hätte nicht in die USA einreisen dürfen. Ich weiß nicht, warum ihm das passiert ist, ob er schlechte Berater hatte, ob er keine Berater hat, ob ihm das einfach keiner gesagt hat.
Das kann natürlich sein. Wie gesagt, ich habe schon einige Fälle erlebt, wo das ganz genau so war. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass man für solche Tätigkeiten wie jetzt Fotoshoots oder sowas ein Visum in den USA braucht, selbst wenn man zum Beispiel von ausländischen Kunden bezahlt wird. Aber ich denke, dass das bei Khaby Lame der Fall war. Er ist dann eingereist, hat dann ein paar Fotoshoots gemacht. Irgendjemand hat ihn angezeigt aus irgendeinem Grund, was natürlich auch nicht besonders nett ist mir schon klar. Aber danach muss man sagen, hat er sich richtig verhalten. Und das Gleiche würde ich dir auch empfehlen, wenn du in einer solchen Situation bist. Nimm dir ein Beispiel an Khaby Lame. Sag, was Sache ist. Gib zu, dass du einen Fehler gemacht hast. Vielfach wirst du dann zwar des Landes verwiesen, kannst aber dann in der Regel zurückkehren, zumindest wenn es sich um einen solchen Fall handelt wie den ich hier gerade eben dargelegt habe. Das heißt, du kommst mit Visa Waiver rein und bist in den USA für eine Tätigkeit, für die man eigentlich ein Visum braucht. Daher also ist dieser Fall jetzt aus meiner Sicht gar nicht so schlimm. Das hätte viel schlimmer für ihn kommen können. Hätte er sich jetzt hier in Lügen irgendwie versteift oder verstrickt, das wäre dann natürlich noch ganz übel gewesen. Hätte er zum Beispiel sein Handy oder sowas nicht rausgerückt, dann wäre er möglicherweise tatsächlich noch in Auslieferungshaft gekommen. Das hätte er alles vermieden. Er konnte Voluntary Departure machen, das heißt freiwillig das Land verlassen. Er wurde nicht festgesetzt und kann nun wieder, wenn er möchte, in die USA mit dem richtigen Visum zurückkehren. Also ich möchte nochmal sagen, es ist auf keinen Fall korrekt, dass hier an den amerikanischen Grenzen Willkür herrscht und dass man sich hier als Tourist Sorgen machen muss oder als jemand, der als Besucher in die USA reist. Meiner Meinung nach, wenn du dich an meine 3 Regeln hältst, wirst du keine Schwierigkeiten in den USA haben. Aber es ist natürlich wichtig, dass du dich daran hältst. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Früher kam man vielfach durch, auch wenn man sich nicht an die Regeln gehalten hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber es gibt keine neuen Gesetze. Die Trump-Regierung greift hier nicht wirklich hart durch. Das sind einfach die Regeln, die es schon immer gab, auf deren Einhaltung vielleicht jetzt mehr gepocht wird als früher. Ja, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern in die USA, US-Visa etc. beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen seitdem Mandanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, diesen Schritt ebenfalls zu machen. Wir betreuen sie steuerlich, wir helfen ihnen Unternehmen zu gründen, betreuen natürlich auch diese Unternehmen steuerlich. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.